Ordnung macht Sabine glücklich. Die Flugbegleiterin ist Aufräumexpertin und hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Dann schauen wir gleich mal in deinen Kellerraum. Also ich sehe schon Chaos. Wenn man in den Flur reinkommt und das Erste, was einen begrüßt zu Hause, ist Chaos. Das belastet einen mehr, als man denkt. Wir arbeiten uns einfach ganz entspannt Schritt für Schritt vor. Packen wir an. Packen wir an. Mich treibt an, dass ich anderen Leuten den Impuls geben möchte, weil ich eben aus meiner eigenen Geschichte weiß, dass es schwierig ist, alleine den Anfang zu finden. Mariam ist Make-up-Artist und Hairstylistin und nutzt zum ersten Mal Sabines Unterstützung. Wir sind hier vor 5 Jahren eingezogen und da stehen immer noch teilweise Umzugskartons. Ja. Es ist halt, wie es ist. Man kommt nicht mehr dazu mit 2 Kindern und noch 2 Hunden. Ich glaube, da ist auch extrem viel zum Ausmisten unten. Und dann noch so Kleinigkeiten. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben im Kinderzimmer, im Kleiderschrank oder in unserem Gewürzschrank. Irgendwie kommen die mir immer entgegengeflogen. Eben, dass ihr im Keller vielleicht auch ein paar Sachen finden, die ihr jahrelang gesucht habt. Wer weiß, vielleicht finden wir ein paar Schätze heute. Ich suche immer noch ein paar Schuhe. Ja, siehst du, vielleicht finden wir die heute. Mal gucken. Ein Stockwerk tiefer wartet der Keller, den Sabine bisher nur von Fotos kennt. Bei einer 4-köpfigen Familie hat sich in den vergangenen Jahren einiges angesammelt. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Kellerraum. Also ich sehe schon Chaos. Damit es schneller geht, wollen die beiden gemeinsam anpacken. In den Kisten hier in der Ecke weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr genau, was da drin ist. Genau, ne? ich weiß es nicht mehr. Sieht man ja auch nicht mehr, was drin ist. Kommst ja auch gar nicht ran. Ich taste immer. Ich gehe mit der Hand rein und fühle. Ich dachte, es würde mir einfacher fallen, aber es kommen ja auch Erinnerungen hoch, wie jetzt die Kuscheltiere zum Beispiel. Und ja, aber ich lasse jetzt einfach los. Aber ich merke schon, es fällt mir teilweise schwer. Ach, guck mal hier, Schuhe. Die du gesucht hast? Sommerschuhe. Ach ja, siehst du mal. Was Mariam nicht behalten will, nimmt Sabine mit. Im Müll landet wenig. Die Sachen spendet Sabine an soziale Einrichtungen. Ausmisten für den guten Zweck sozusagen. Tag 2 der Aufräumaktion bei Kundin Mariam. Hallihallo, guten Morgen. Ich würde sagen, wir gehen schon direkt runter. Würde ich auch sagen. Gar nicht absetzen. Perfekt. Ich habe das Gefühl in der Tat, dass ich zu viele Sachen habe, aber und ich trenne mich jetzt davon. Alles auf einen Haufen, nur die Lieblingsteile behalten, der Rest kommt weg. Auch für das Vorratsregal gibt's eine Regel. Hier sind noch Kindernudeln. Also ich würde sagen, alles, was die Kinder, auch dein Kleiner vielleicht wollen, hier ganz nach unten irgendwie. That's it. Keller. Sehr schön. Fertig. Meine Güte. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin total baff. Also mir fehlen wirklich die Worte. Ich komme hier rein und finde sofort etwas. Die Kinder können auch überall dran gehen. Ich bin echt super happy. Auch heute hat Mariam sich von zahlreichen Sachen getrennt. Vor allem von Spielsachen. Jetzt ist so viel zusammengekommen, dass Sabine Unterstützung bestellen musste. Denn ihr Auto ist zu klein. Der Kombi von Sabines Papa Achim muss herhalten und wartet bereits draußen. Super. Das geht auch, also es hätte auch nicht mehr sein dürfen, ne? Nee. Noch 2 Aufgaben haben sie sich für heute vorgenommen. Zuerst soll der Gewürzschrank sortiert werden. Sabine ist überzeugt. Wer Ordnung hat, spart viel Zeit. Man muss nichts suchen, wenn alles seinen festen Platz hat. Wenn du möchtest, können wir die Gemüsebrühe in sowas... Und weniger Sachen machen langfristig glücklich. Schön. Sehr schön. Super. Können wir die Schublade zumachen? Können wir zumachen. Endspurt. Jetzt wollen die beiden noch einen Blick in den Kleiderschrank von Mariams 9-jähriger Tochter werfen. Dass es ein bisschen platzsparender und besser unterzubringen ist, dass du es drittelst von unten einmal so, dann einmal von oben drittelst und dann so zusammenlegst, dass es wie so ein kleines Croissant ist. Und dann kannst du das praktisch da so einsortieren. Der eine Teil wird gefaltet, der andere auf einheitliche Kleiderbügel gehängt und nach Farben sortiert. Ach, wir sind so ein super Team. Du kannst gleich bei mir anfangen.
Ich glaube, das würde sie bei mir wahrscheinlich nicht sagen. Hallo, herzlich willkommen, Sabine Niedmann. Schön, dass Sie da sind hier im Studio. Sie sind ja quasi so ein Personal Trainer für Ordnung, oder? Richtig, genau. Es fällt den Leuten einfach häufig schwer, den inneren Schweinehund alleine zu überwinden. Und häufig sind die Häuser und die Wohnungen so voll, dass man alleine den Anfang gar nicht findet. Und selbst wenn man dann anfängt, dann räumt man alles raus und man sitzt im Chaos und man fängt einfach nur an zu heulen, weil man nicht mehr weiß, wohin mit sich, mit den Sachen. Und da hilft es eben, jemand von extern wie mich zu holen, der so ein bisschen motiviert, an die Hand nimmt, ein bisschen ja auch Tipps gibt und mit einem frischen Blick dazu kommt. Vieles wie beim Sport. Sehr genau. gut. Dann fangen wir doch mal da an, wo der Film aufgehört hat, nämlich beim Kleiderschrank. Also Sie sagen ja erstmal, alles muss raus. Richtig. Warum? Einmal alles raus, dass man wirklich sieht, wie viel man hat. Ich nenne das auch so ein bisschen den Therapieberg. Also da haben meine Kunden auch immer die größte Angst davor. Einmal alles aufhäufen, weil es ist meistens sehr schockierend, wie viel man besitzt. Dann so ein bisschen nach Kategorien sortieren und dann wirklich sich in jeder Kategorie die 3 Lieblingsteile raussuchen und damit alle anderen dann vergleichen. Weil dann fällt das auch leichter, den Vergleich zu sehen, weil im Alltag greift man doch immer wieder zu denselben Teilen. Ja. Ne? Also an diesen Lieblingsteilen müssen sich alle anderen messen. Richtig. Quasi. Genau. Und wer es nicht schafft, fliegt raus. Richtig. Wird gespendet, wie auch immer. Genau. Okay, dann kommt das, was übrig geblieben ist von diesem Schockberg, Therapieberg, wieder zurück in den Schrank, aber nicht wie vorher. Das Falten, das will ich gerne noch mal sehen, Genau. auch lernen. Das haben wir gerade im Film. Genau, schon mal einmal gesehen. ist schon mal das für Machen wir Sie. mal auf, So, genau. das ist für mich. Eigentlich ist es gar keine Zauberei. Man macht es ganz normal, wie man es Erstmal normal wie auch macht. Genau, einmal von der einen Seite einklappen, den Arm einklappen. Jawohl. Man orientiert sich auch immer hier so an den Rändern von dem Kragen oben. Das ist praktisch die Breite. Dann von der anderen Seite einklappen. Bisschen und überlappend. dann, genau, so ein bisschen. Und dann ist es wichtig, dass sich dann beide Seiten einmal von unten praktisch in der Mitte treffen und einmal von oben in der Mitte treffen, dass es so einheitlich ist und dann zusammenklappen. Und dann passt es ganz wunderbar in so eine Box rein. Dann darf ich Ihres auch nehmen. Und dann sieht man eben alles und hat es griffbereit und es sieht einfach ein bisschen ordentlicher aus. Achso, weil ich hätte jetzt gedacht, das braucht jetzt mehr Platz als bei mir. Tatsächlich nein. Nein? Nein. Okay. Und wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass Sie ja ich sehe. reduzieren und dass Sie sehen, was Sie haben. Weil wenn man im Kleiderschrank eben in der zweiten Reihe teilweise auch stapelt, dann vergisst man, was man hat und trägt es nicht. Zu Und das viele wär Leichen schade. im Keller. Richtig. Okay, so und dann kommen wir jetzt zur Kleiderstange. Auch da ist nicht mehr alles wie vorher oder nichts mehr wie vorher, besser Richtig. gesagt. Ich empfehle immer, wenn man einmal diesen Kleiderschrank-Check sozusagen gemacht hat, dass man dann die Dinge aufhängt und dann nach dem Kleiderschrank-Check einmal alle falsch rumhängt. Dass man praktisch die Öhrchen nach diese vorne. Öhrchen sozusagen nach vorne hat und dass man dann nach jedem Tragen und Waschen, wenn man sie wieder in den Schrank tut, sie dann richtig rum hinhängt. Dann sieht man beim nächsten Kleiderschrank-Check, beim Saisonwechsel zum Beispiel, welche man wirklich getragen hat und welche nicht. Und ich empfehle auch immer, es ist nur eine Idee, nach Farben zu sortieren, das beruhigt das Auge. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ne? Ja, aber das mit dem Vorwärts-Rückwärts Genau. gucken, also das heißt, wer am Saisonende noch nach vorne guckt, Richtig. der wandert mal mindestens in den Keller. Richtig, genau, weil es ist so, man trickst sich immer gerne selber aus und man, Ja. man tut sich schwer, ehrlich zu sein zu sich. Passt mir vielleicht Richtig. irgendwann Genau, noch wieder oder irgendwann sowas sehe ich wieder gibt's ja gut auch. aus. Stimmt. Verstehe, genau. Dann gehen wir mal vom Kleiderschrank in die Küche, Genau. nach da vorne. Was wären da so Ihre, sagen wir mal, 2 Top-Tipps? Also was meine Kunden auch total lieben, was auch viel hilft gegen Lebensmittelverschwendung, sind die Drehteller. Die hat man im Film auch eben im Kühlschrank gesehen. Da kann man die Dinge draufstellen, also sei es irgendwie Marmeladen oder Öle. Und man hat alles im Blick und kommt in den Küchenschränken eben besser ran. Achso, das gilt für die Küchenschränke Genau. und auch für den Kühlschrank? Richtig, genau. Für beides, genau. Jetzt finde ich rund, aber nicht wirklich platzsparend, oder? Das ist tatsächlich so, aber es ist wichtiger eben, dass man alles auf einen Blick sieht und Ist nicht das hintere dass es nicht nach vergammelt hinten rutscht. quasi, Weil ja. genau, im Kühlschrank ist es ja auch so, dass viele Dinge nach hinten rutschen und Monate später merkt man, 3 genau. Jahre abgelaufen. Und dagegen sind diese Drehteller halt super. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine gibt. Es gibt so große für den Tisch, ne? Es gibt auch welche, die man übereinander stapeln kann. Also es gibt da diverse Optionen. Okay, dann ist da noch so ein kleines Mini-Regal. Was hat's damit auf sich? Genau. Ich habe in vielen deutschen Küchen gesehen, dass die Leute gerne stapeln. Also sei es Teller, die dann ganz hoch gestapelt sind, oder eben auch die Tassen 2, 3, 4 ineinander gestapelt Ja, sind. wir haben auch zu viele Tassen im Schrank. Genau, und Ganz auch da ist es wie im Kleiderschrank, die Sachen, die hinten stehen, wenn man dann die untere Tasse zum Beispiel greifen will, dann kommt einem alles entgegen, man macht was kaputt. Da helfen entweder extra Regalbretter, zusätzliche, die man einzieht, oder wenn man das nicht möchte, kann man sich so Regaleinsätze nehmen, dass man einfach an die Dinge leichter rankommt. Also gerade auch bei Tellern, dass man dann die tiefen Teller eben nach unten macht und die flachen nach oben, und dann hat man mit einem Griff alles in der Hand. Und man macht sich das Leben durch Ordnung wirklich leichter. Ach, sagen Sie doch sowas nicht.
Sie haben ja recht. Ja. Was würden Sie denn sagen, was sind so Grundsätze fürs Aufräumen oder fürs Entrümpeln? Dass man sich erstmal überlegt, was ist das Ziel des Ganzen. Also manchmal Kunden sagen mir, sie möchten sich gerne im Wohnzimmer so wohlfühlen, dass sie sich eine kleine Yoga-Ecke einrichten können. Und das ist bei vielen in dem Chaos, was noch existiert, nicht möglich. Oder dass man sagt, man möchte im Homeoffice wirklich gerne arbeiten, dass man eben nicht erschlagen wird von den Dingen, dass man sich ein grobes Ziel setzt, was man erreichen möchte und auch zeitlich sagt, zum Beispiel bis Weihnachten möchte ich mich wohlfühlen in meinen 4 Wänden, dass man wirklich konkrete Ziele sich setzt. Und dann aber auch wirklich Schritt für Schritt rangeht und nicht sagt, ich räume jetzt den Keller an einem Tag auf, sondern dass man vielleicht mit einer Schublade anfängt, dass man die Motivation nicht verliert. Und sich bestenfalls auch vorm Aufräumen schon überlegt, wo tue ich die Sachen hin? Also spende ich sie an ein Sozialkaufhaus, an Hilfsbedürftige zum Beispiel. Da gibt es viele Optionen. Ich sehe schon, es hat wirklich viele Parallelen zum Sport. Wenn ich jetzt sage, ich traue mir das allein nicht zu und es reizt mich irgendwie, das tatsächlich mal mit dem Profi zu machen, mal gucken, was der noch für Ideen reinbringt. Wie teuer ist das? Also das geht ab 50 € die Stunde los. Ich habe auch eine Mitarbeiterin schon, wenn wir zu zweit kommen, sind es 75 € die Stunde. Da geht es dann natürlich ein bisschen flotter. Aber ja, also das sind unsere Angebote. Und wie lange bleiben Sie so? Tage? Wochen? Im Schnitt. Ich habe tatsächlich Kunden, da bin ich seit über einem Jahr, wo ich einfach immer wieder hingehe und einfach immer weiter optimiere. Aber ich sage so Minimum 4 Stunden sollte man ansetzen, weil eigentlich kein Projekt in der Vergangenheit weniger als 4 Stunden gedauert hat. Wahnsinn. Danke, Frau Nietmann. Sehr interessant. Also, aufräumen sollte man wie Sport angehen. Fest einplanen, sich nicht zu viel vornehmen und wenn man es nicht kann, einen Profi dazu holen.